Herzlich willkommen zu dem Tutorial Lerne Programmierung mit C. Heute möchte ich dir auch noch ein Beispiel hier durchführen und möchte ich dir die Printf-Funktion beibringen. Beim letzten Beispiel haben wir die Funktion Puts gelernt. Diese Puts kann ein einfacher Zeichenwert in unserem Standard-Output ausdrucken. Wir möchten eine besseren Funktion diesmal kennenlernen, der heißt Printf. Lass uns hier ein neues Projekt öffnen, ein C-Projekt. Hello World NCC Projekt, min-gw-gtc Toolchains, das ist ganz wichtig, das zu wählen. Nennen wir unser Projekt Printf-Funktion. Wie beim letzten Mal stellen wir alles ein und jetzt haben wir unser neues Projekt, Printf-Funktion C. Jetzt anstatt Puts möchten wir hier was lernen, oder lassen wir jetzt mal den Puts hier und dann schreiben wir hier mal einfach Hello World. Diese Kommentar können wir auch löschen. Was auch ganz wichtig ist, also wenn wir so eine Kommando, also zwischen dem Main, zwischen diese geschweiften Klammern was schreiben, jeder Aufruf müssen wir mit einem Semikolon beenden. Bis auf den Kommentaren, da brauchen wir das nicht machen. Diese Puts schreibt in dem Output Hello World auf dem Standard Output und setzt auch den Cursor eine Zeile runter. Das sehen wir jetzt hier so. Ich schreibe einfach Printf-Funktion. Sage ich mal einfach Hello World 1. Dann schreibe ich noch eine Printf-Funktion. Hello World 2. So. Dann lasse ich das hier erstmal speichern. Und dann jetzt möchte ich mein Programm kompilieren. Projekt. Und dann einmal Run. Lasse ich mein Programm laufen. Was passiert hier jetzt? Der Compiler, das ist unser Output. Also wir haben 3 Funktionen aufgerufen und 3-mal Standard-Outputs auf dem Konsole Hello Worlds ausgedruckt bekommen. Der Puts-Funktion, der schreibt den Hello World und setzt den Cursor unten. Printf-Funktion hat das nicht. Das muss man ihm beibringen. Explizit sagen, was er an der Stelle machen muss. Implizit kann er das nicht. Deswegen schreiben wir /n. /n heißt, schreib printf, schreib Hello World und setzt den Zeiger eine Zeile runter. Und das können wir auch gleiche für den World 2 machen. Hello World 2. Dann speichern wir das. Lassen wir wieder ein neues Projekt, Build Project und dann Run. Jetzt sehen wir, dass das alles eine Zeile nach dem anderen hintereinander ausgedruckt wird. Was kann noch der Printf? Printf kann noch natürlich bestimmte Deklarationen auch ausdrucken. Dazu möchte ich euch auch das hier jetzt erstmal erklären. Innerhalb meines Programms kann ich mir bestimmte Variablen, bestimmte Hilfsvariablen, sozusagen Deklarationen machen. Zum Beispiel so eine Deklaration sieht so aus: int Zahl gleich 5. Das heißt, an der Stelle, unser Programm fängt an mit main und dann kommt hier der Compiler, sieht diese Integer. Das ist eigentlich für eine Integer gedacht. Was ist eine Integer? Das werde ich dir auch bei dem nächsten Tutorial zeigen, detailliert erklären. Hier sage ich dir erstmal, dass Integer, je nachdem was für eine Mikroprozessor in deinem Rechner hast, eine Ganzzahldefinition ist. Also du kannst mit Integer, Ganzzahl, je nachdem welche Rechnerarchitektur du hast, zwischen minus 32.000 und plus 32.000 Werte angeben kannst. Im folgenden Kapitel will ich dir das auf alle Fälle zeigen, noch detailliert erklären. Hier müssen wir nur wissen, dass unser Compiler hier eine Zahl, das ist meine Variablename von Typ Integer, und diese Zahl, diese definierte Zahl ist gleich 5. Jetzt möchte ich das natürlich ausdrucken. Wie kann ich das ausdrucken? Da kann ich natürlich mit einem Printf ausdrucken. Printf. Da kann ich hier schreiben, die Zahl gleich und meine Zahl.
Jetzt lasse ich das nochmal kompilieren. Vor allem, also du musst nicht jedes Mal hier beim Bildprojekt oder dem Projekt clean machen vorher und dann Bildprojekt machen. Also du kannst das immer mit dem Run öffnen. Normalerweise immer mit clean gemacht, also du löschst alles, was da vorher generiert worden ist, also die ausführbare Exe-Datei, die Debug-Dateien, alles würde dann jetzt gelöscht. Und dann führst du den Build-Project, dann hast du hier, wie du siehst, auch die ganzen Objekte und ausführbare Datei und dann kannst du das ausführen. Wie du hier siehst, die Zahl gleich 5 ist jetzt ausgedruckt. Wie passiert das? Hier die Zahlen, das genauso wie hier steht, hier ausgedruckt. Aber wie erkennt ihr, dass diese 5 schreiben muss? Da muss man in diesem Printf diese Prozentzeichen geben. Diese Prozentzeichen erkennt der Compiler in dem Printf, also Printf-Funktion. Und dann sagst du, was das für ein Typ ist. Das ist Dezimal, also das ist eine Zahl. Wenn das ein String wäre, dann kommt das eine S. Wenn das ein anderer Typ wäre, anstatt int, das würde ich dir auch alles zeigen in dem nächsten Kapitel. Deswegen möchte ich auch jetzt nicht den Rahmen platzen. Wie du siehst, der hat jetzt die Zahl 5 hier geschrieben. Du kannst zum Beispiel, sag ich mal, einfach hier die Zahl Quadrat, also du kannst auch so Zeilen kopieren, natürlich. Du kannst die auswählen, wenn du mehrere Male, musst du hier nicht alles neu schreiben. Die Zahl Quadrat zum Beispiel, eine kleine mathematische Operation kannst du auch machen lassen. Zahl mal Zahl. Und dann lässt du das hier clean machen unter Project. Wie du siehst, da werden die ganzen Sachen hier gelöscht links. Ganze Exe und Objekten und dann Project, damit das wieder alles erzeugt und du kannst dann hier wieder laufen lassen. Die Zahl Quadrat ist 25, aber wie wir hier sehen, es muss in dem neuen Zahl geschrieben werden, also bei dem die Zahl kann ich nochmal mit dem /n auf dem neuen Zeile gehen und dann alles mal ausdrucken lassen. Richtig. Ja, machen wir einfach mal hier nochmal. So kann man unser Programm programmieren. Dankeschön für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Codieren. Üb mal weiter. Guck mal, dass du auch bestimmte Sachen machen kannst. Dann kannst du hier bestimmte andere Integer-Styles definieren. Du kannst so Rechnungen ausüben. Printf-Funktion ein bisschen, wie du möchtest. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.